Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Mein Name ist Richie, ich bin Software Quality Coach, Keynote Speaker und Podcaster und freue mich total, dir jede Woche eine neue Folge rund um Software Testing hier im Podcast präsentieren zu dürfen. Und noch mehr freue ich mich, wenn ich dazu von dir Feedback bekomme an podcast@software-testing.fm. Wenn du eine Idee hast, was du gerne mal hier hören möchtest, wenn du Feedback zu mir oder zu den Gästen hast, dann schreib mich gerne an. Und wenn du schon dabei bist, dann hinterlass doch gerne auch mal ein paar Sternchen bei Apple oder Spotify und ein Like und eine Subscription auf YouTube. Ich danke dir schön. Jetzt zur heutigen Folge. Bei mir zu Gast ist Robert. Robert ist nicht sein richtiger Name und du wirst gleich in der Folge sehen, dass das auch nicht sein richtiges Bild und seine richtige Stimme ist. Robert möchte aus persönlichen Gründen anonym bleiben. Robert ist Software-Tester mit Autismus. In dieser Folge spricht er darüber, was Autismus eigentlich ist, welche Herausforderungen er im Alltag hat, aber auch welche Stärken und Vorteile er gerade im Software-Testing als Tester hat. Ein sehr spannender Einblick in eine für uns so unbekannte Welt. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Hallo Robert, schön, dass du da bist. Hallo Richie, vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr. Wir haben ja heute eine, sagen wir, ein bisschen eine außergewöhnliche Folge und das ist für mich auch was ganz Besonderes hier in dem Podcast, weil es bei uns heute um das Thema gehen soll, Autismus. Und das ist ein total spannendes Thema, weil das im Testing mir schon mal auch begegnet ist. Und ich freue mich jetzt, dich auch hier zu haben, denn ich darf das so sagen, du hast Autismus. Genau, das ist so. Ich hatte das schon länger, den Eindruck, dass ich eine Form von Autismus habe oder autistische Züge oder wie man das auch immer nennen will. Aber mittlerweile habe ich auch eine offizielle Diagnose, also das haben auch unabhängige Experten bestätigt, dass ich das so habe. Ja, das ist dann, genau. Jetzt ist für viele oder auch für mich einfach auch die Frage, was heißt denn das eigentlich? Also Autismus, das sagt man so leicht oder das ist auch manchmal so, ja, der ist ja autistisch oder der ist ein Autist oder so. Kannst du uns da mal eine Einordnung geben, was denn das eigentlich bedeutet, Autismus? Ja, also das ist ein sehr breiter Begriff, wie du gesagt hast. Das wird in verschiedenen Arten verwendet. Ich versuche mich jetzt da zuerst ein wenig an der medizinischen Definition zu orientieren. Aus meiner Sicht ist das sozusagen die offizielle Art, was Autismus ist, weil Autismus oder konkret gesagt die Autismus-Spektrum-Störung, das ist eine offizielle medizinische Diagnose. Persönlich mag ich den Begriff Störung weniger, aber so heißt das in der Medizin und entsprechend spricht man dann von dem. Und medizinisch gehen Sie davon aus, dass der Autismus in 3 Ebenen auftritt. Zum einen gibt es die biologische Ebene, das sind die Gene, die Spiegelneuronen im Gehirn und auch der Stoffwechsel betroffen. Man geht davon aus, dass dort auch die Ursache im Autismus liegt, vor allem in den Genen, geht die Wissenschaft davon aus. Sie sind aber in Forschung noch nicht so weit, also Sie können jetzt nicht zum Beispiel sagen, in welchem Gen das genau ist. Sie haben einfach festgestellt, dass das wahrscheinlich dass der Ursprung in den Genen ist. Dann die zweite Ebene, wo der Autismus auftritt oder wo man ihn beobachten kann, ist auf der kognitiven Ebene, also in der Art, wie das Gehirn Informationen verarbeitet. Da hat man beobachtet, dass ein autistisches Gehirn oder autistische Teile im Gehirn, die nehmen sie viel stärker wahr. Sie haben dann weniger ein Verständnis für die zentrale Kohärenz und haben eher so einen Bottom-up-Ansatz und haben mehr Mühe mit dem Top-down-Ansatz. Also habe ich führt es dann dazu, dass sich autistische Menschen ein wenig in den Details verlieren.
Gleichzeitig sind auch die sogenannten Exekutivfunktionen betroffen. Autistische Menschen haben also häufig Mühe, sich auf ständig verändernde Umgebungen einzustellen. Es ist dann häufig einfacher, wenn nicht zu viele Veränderungen und nicht zu schnelle Veränderungen kommen, sonst ist das Gehirn dann eher überfordert als ein nicht autistisches Gehirn. Mhm. Und dann gibt es noch die Verhaltensebene, wo der Autismus auftritt. Da ist es in der Regel am sichtbarsten, oder da hat man wahrscheinlich ganz am Anfang schon gemerkt, dass da gewisse Menschen etwas anders sind. Da geht es vor allem um die soziale Interaktion, um die Kommunikation und um stereotype Muster. In der sozialen Interaktion, da sind autistische Menschen häufig etwas überfordert, andere Menschen intuitiv einzuschätzen und sich in sie hineinzuversetzen. Die Kommunikation dient hauptsächlich der Übermittlung von Informationen und weniger, sagen wir, für Smalltalk und Scherze und nonverbale Kommunikation. Und Kommunikation ist ja ein sehr breites Feld. Und bei autistischen Menschen ist das Feld etwas eingegrenzter. Und gewisse Teile der Kommunikation finden dann nicht statt oder nur eingeschränkt statt. Mhm. Und bei stereotypen Muster geht es ein wenig ins Ähnliche wie bei den Veränderungen, die das Gehirn nicht so mag, dass dann entsprechend autistische Menschen sich sehr stereotyp verhalten, die Sachen immer gleich machen, versuchen immer ihre Routinen zu haben, und entsprechend fällt das dann so manchmal ein wenig auf, weil andere Menschen dann sich vielleicht langweilen würden, wenn man das Gleiche immer genau gleich macht, und ein autistischer Mensch fühlt sich dann eher wohl, wenn es eben immer gleich läuft. Also ein sehr, sehr breites Spektrum auch, wie du ansprichst, ne? Also sehr, sehr unterschiedlich gelagert. Woran hast denn du gemerkt, dass du, ich sage mal unter Anführungszeichen, anders bist und dass du andere Bedürfnisse hast? Wie war das für dich? Ja, das war für mich gar nicht so einfach, weil also das wurde mir nie irgendwie so klar gesagt, ja, da stimmt irgendetwas nicht mit dir. Ich habe vor allem gemerkt, schon in der Jugend, in der Pubertät, dass ich mehr psychische Probleme hatte als meine Freunde und meine Kollegen, und da gab es aber nie irgendwie wirklich eine Erklärung dafür, und es war auch nie klar, was man dagegen machen kann, und war, ist man auch davon ausgegangen, ja gut, mit dem Alter wird es dann besser. Und irgendeinmal wurde es dann eben nicht besser, es wurde eher schlimmer, und gewisse Probleme wurden eher größer und nicht kleiner im Leben. Und dann so im Nachhinein, als ich dann also das ging dann so weit, dass ich was war das etwa, mit 34 Jahren hatte ich dann wahrscheinlich mein drittes Burnout, und das ist doch schon eher etwas ja, außergewöhnlich oder eigentlich nicht normal. Das sollte eigentlich nicht passieren. Und so habe ich dann eigentlich im Nachhinein gemerkt, Autismus könnte eine Erklärung sein für diese Burnouts. Und so habe ich dann auch gemerkt, dass ich eigentlich immer etwas anders war und wahrscheinlich die Welt anders wahrgenommen habe, weil aber gleichzeitig mein Autismus es schwierig macht, mich in andere hineinzuversetzen, bin ich intuitiv davon ausgegangen, ja, so ist halt das Leben, andere haben das auch. Und erst als ich mich dann damit befasst habe, habe ich dann realisiert, nein, gewisse Herausforderungen, die ich habe, gewisse Sachen, die ich nicht verstehe, andere verstehen das ja. Andere verstehen ja irgendwo die nonverbale Kommunikation. Andere, für die ist das weniger ermüdend, eine Konversation zu führen. Für die ist, wenn sich eine Situation schnell verändert, braucht das weniger Energie. Und erst als ich dann verstanden habe, was Autismus ist, habe ich dann erst gesehen, wo ich wahrscheinlich das anders wahrnehme. Vorher habe ich gedacht, ja gut, bei allen ist halt das Leben so. Ja. Ja. Und wie war dann der Schritt zu der Diagnose? Wie bist du dann quasi auf diesen Pfad gekommen, dass du da überhaupt weiter nachschaust? Ja, das war dann so ein wenig der Weg.
dass dann irgendeine Stelle der Leidensdruck halt etwas größer wurde und ich dann das Gefühl hatte, ja, das kann es ja nicht sein, wenn alle sagen, ja gut, das ist nicht so schlimm, da muss ich halt einfach damit leben, das vergeht dann irgendwie und das ist eine Frage der Einstellung. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ja nein, da muss es doch irgendwie mehr geben und ich habe mich dann selbst mehr mit dem Thema befasst und habe versucht herauszufinden, was es da für Wege gibt und habe dann auch noch sagen wir, andere ärztliche Hilfe gesucht und da hat mir dann eine Fachperson gesagt, ja gut, der erste Schritt ist eine Diagnose und da melden Sie mich jetzt für diese Diagnose an und das war dann eigentlich der erste Schritt, so dann weiterzugehen und dann eben überhaupt eine Bestätigung zu haben, dass das wirklich so ist. Es könnte auch noch irgendetwas anderes sein. Und ohne Diagnose erhält man dann auch eine spezifische Hilfe, weil eben es bringt nichts, jemand auf Autismus zu behandeln, wenn die Person nicht Autismus hat. Also braucht es eben zuerst die Diagnose. Ja. Leider doch, ich sage das so, es ist schon ein wenig leider, sind die Kapazitäten, Diagnosen zu erstellen, etwas beschränkt. Entsprechend kann man nicht sagen, ich brauche eine Diagnose und in 2 Wochen hat man die Diagnose, sondern das waren dann eher etwa 2 Jahre. Und das war dann so, wenn man als Autist hat man nicht so gerne Ambiguität und das ist dann gerade 2 Jahre Ambiguität, weil man eigentlich denkt, ja, wahrscheinlich ist es das, aber ich hätte es jetzt noch gerne bestätigt. Und dann dauert es halt 2 Jahre, bis es dann wirklich jemand bestätigt. Ja. Also eine lange Zeit, ne, mit dieser Unsicherheit da auch zu leben. Wie wirkt sich denn der Autismus in deinem beruflichen Alltag so aus? Kannst du das da mal so ein bisschen in deinen Alltag mit reinnehmen? Ja, also ganz einfach gesagt oder zusammenfassend gesagt ist meine Stresstoleranz sicher tiefer als jetzt, wo ich das ein wenig verstanden habe und das beobachten kann, sehe ich dass meine Arbeitskollegen haben sicher eine höhere Stresstoleranz. Sie können viel besser mit Überraschungen und schnellen Veränderungen umgehen und sie können auch besser mit den sozialen Interaktionen umgehen, die der berufliche Alltag mit sich bringt. Und für mich braucht das alles viel mehr Energie und ich brauche entsprechend mehr Pausen. Und wenn ich diese Pausen nicht habe, manchmal geht das halt nicht, oder kann man das nicht so organisieren, dann werde ich irgendwie gereizt, werde ich extrem nervös und das wird dann auch für andere unangenehm, weil also generell ist es nicht angenehm, mit einer gereizten Person irgendetwas zu machen und bei mir passiert das dann halt einfach viel schneller. Verstehe. Und was ist denn da so für dich auch im Alltag besonders herausfordernd, wenn du so im Arbeitskontext bist? Also was sehr schwierig ist, wenn ich Multitasking machen muss. Das liegt mir wirklich gar nicht. Also wenn ich viele Themen gleichzeitig habe, wenn ich irgendwie etwas in diesem System bearbeiten muss, dann etwas mit einem anderen System und dann mit einem Kunden und gleichzeitig noch mit ein anderer Kunde und das wirklich ohne Pause hin und her, ein Austausch mit diesem Kunden und dann irgendwie 5 Minuten Pause und dann gleich ein ganz anderes Thema mit einem anderen Kunden. Das ist extrem schwierig. Das braucht extrem viel Energie und das bringt mich dann extrem an meine Grenzen und dann gleichzeitig alles eigentlich mit sozialen Interaktionen. Das ist sehr schwierig. Also eigentlich alles, was mehr ist als mit einer anderen Person, ist schwierig und häufig auch, wenn es halt nicht geplante soziale Interaktionen sind, das braucht auch viel Energie. Also idealerweise sind es immer 1:1 Meetings, die geplant sind und wo es bereits Traktanten gibt, wo ich bereits weiß, um was es geht. Das ist gut, aber
ich denke, wir wissen beide, in der Realität ist das selten oder zumindest nicht immer der Fall. Und alles, was nicht dem entspricht, ist halt nicht ideal. Und je weiter weg wir von dem sind, also wenn es 1:1 ist, aber ohne Traktanten, das geht noch, oder wenn die Traktanten bekannt sind oder die Themen bekannt sind und es sind dann mit 2 Personen, das geht auch noch. Das ist dann etwas, aber wenn es dann völlig unbekannt und Themen unbekannt, 5 Personen und das sind noch Leute, die ich nicht kenne und die mich auch nicht kennen, dann wird es dann sehr schwierig, ja. Mhm. So kann man es graduell dann steigern, ja, irgendwo sind dann wahrscheinlich meine Kräfte wahrscheinlich nach 10 Minuten schon weg. In einem anderen Meeting geht's vielleicht 1 Stunde, 1,5 Stunden und das geht noch. Und so hat es einen Einfluss auf meinen Akku, wenn man das so sagt. Mhm. Verstehe. Das ist ja so die eine Seite. Die andere Seite ist, gewisse Dinge fallen dir doch auch ganz besonders leicht. Was hast du denn da? Also was fällt dir leicht in deinem Alltag? Ich denke, was sicher besser geht, ist, mich auf einzelne Themen zu fokussieren. Also wenn ich eben wirklich ein System habe, einen Kunden und mich dort hineinzudenken, das kann ich wahrscheinlich besser als meine Kollegen, weil ich mich dann vielleicht auch weniger ablenken lasse. Ich bin sicher auch analytisch, bin ich wahrscheinlich besser als der Durchschnitt, dass ich dann im rationalen Bereich gewisse Zusammenhänge und Abhängigkeiten und so sehr gut erfassen kann. Ich kann mich auch sehr gut oder viel besser an gewisse Sachen erinnern, die vielleicht schon 1-2 Jahre zurückliegen, vielleicht an irgendwelche Fehlermeldungen, die wir schon einmal hatten, aber nicht vor 3 Wochen, sondern vor 3 Jahren. Da kann ich mich dann vielleicht dran erinnern, da war doch mal noch was und wir hatten haben wir doch irgendwo abgelegt. Und häufig ist es dann bei anderen ist es dann irgendwo schon im Archiv gelandet. Das sind sicher Sachen, oder Bereiche, wo ich meine Stärken habe. Dann auch im Erkennen, oder gewisse Sachen sind so Vor- und Nachteile, dass ich eben vielleicht auf Veränderungen nicht so gut reagiere oder nicht so gerne Veränderungen habe, bedeutet aber auch, dass wenn es eine kleine Veränderung hat, fällt mir die sofort auf. Ja. Weil ich denke, der Grund, warum das andere Menschen besser mit Veränderungen umgehen können, ist, weil sie viele Veränderungen einfach ausblenden. Sie nehmen sie gar nicht aktiv wahr. Und dann geht das natürlich besser. Und ich nehme alle oder sehr viele Veränderungen aktiv wahr, deshalb braucht es mehr Energie, aber ich nehme sie dann eben auch wahr und häufig Fehler sind dann auch Veränderungen und die springen mich dann eher an und bei anderen, die können dann einfach drüber hinwegschauen, weil das ist dann nicht so schlimm und dann geht man einfach weiter, ja. Das sind sicher so Themen, wo ich eher Stärken habe. Und was auch ein wenig ein zweischneidiges Schwert ist, ist eben in der sozialen Interaktion fehlt mir häufig die Empathie oder habe ich etwas weniger Empathie oder eben es geht mir vor allem darum, soll ich sagen, eben Informationen zu vermitteln. Je nachdem, wenn man jetzt vielleicht eine Software besser machen will, ist manchmal zu viel Empathie auch nicht gut, weil wenn man die andere Person nicht verletzen will, dann gibt man dann vielleicht nur 50% vom Feedback. Und mein Feedback ist dann in der Regel sehr, sehr ehrlich und sehr offen. Das muss dann die andere Person richtig einordnen können, aber wenn man es aus der Perspektive sieht, dass man möglichst viel Verbesserung hinbringen will, ist das manchmal ein Vorteil, wenn man eben nicht das Feedback noch zu stark versteckt und da noch, soll ich sagen, vielleicht das ein wenig in Watte einpackt, sondern halt sagt, schau, das funktioniert nicht und das müsste funktionieren. Und
und nicht sagen, ja, du hast es doch gut gemacht und es funktioniert ja zur Hälfte, das ist schon gut. Ich sage dann halt, es funktioniert nur zur Hälfte, das reicht nicht. Und andere sagen, es funktioniert zur Hälfte, das hast du super gemacht. Und ja, je nachdem ist das dann gut oder schlecht, das hängt dann ein wenig von der Situation. Mhm. Also es schafft natürlich Klarheit dann, ne? Das ist natürlich sehr schön, ja. Ich meine, was du jetzt beschrieben hast, da sind da ja schon ganz viele Aspekte drinnen, die wir ja im Software-Test schätzen und wollen auch als Tester. Und du bist ja auch im Software-Test tätig. Wenn du es nochmal so für dich zusammenfasst, was sind denn deine Stärken, die du dadurch wirklich im Software-Test auch hast? Ich würde sagen, da gibt es zwei Bereiche. Zum einen, dass mir gewisse Fehler halt einfach schneller auffallen. Oder man sagt häufig, autistische Menschen, die suchen die Fehler nicht, sie finden die Fehler. Und im Testing hilft das halt häufig. Und das ist bei mir definitiv der Fall. Also ich kann jetzt ganz einfach irgendein Dokument lesen, dann gewisse Tippfehler oder so, die springen mich einfach an. Also ich muss da nicht jedes Wort durchgehen. Ich kann über das Dokument fliegen und gewisse Sachen, die springen mich einfach an. Wahrscheinlich, weil das irgendwie, es muss wahrscheinlich schon in einer Sprache sein, die ich beherrsche, also häufig Deutsch oder vielleicht noch Englisch. Aber da hat sich wahrscheinlich diese Wörter und diese Sprachgebrauch ist in meinem Hirn wahrscheinlich so eingebrannt, dass wenn etwas nicht dem entspricht, und das ist eben der Punkt, ich habe dann irgendwelche Muster und ich suche nach diesen Mustern und es geht sofort eine rote Lampe an, wenn irgendein Muster nicht eingehalten ist und Sprache ist halt doch, zumindest die deutsche Sprache ist doch ziemlich klar geregelt. Und wenn da irgendetwas nicht passt, wenn da irgendwie ich ein Wort so sehe, wie ich das noch nie gesehen habe in meinem Leben, dann springt das sofort, fällt mir das sofort auf, ja. Das ist sicher ein Teil und Ähnlichkeit ist das auch bei irgendwelchen Codes oder XML-Files und so, dass mir das einfach schneller auffällt in einem Bereich, wo ich Erfahrung habe. Und der andere Teil ist dann in der Analyse, wenn etwas nicht funktioniert, dass ich dann häufig schneller Ideen habe, okay, wo könnte es liegen? Weil ich mich dann schneller viel tiefer in das Thema hineinversetze, oder häufig geht es dann um irgendein System, wo ich dann schon relativ viel Erfahrung habe. Und wenn ich mich mit einem System viel befasse, dann habe ich wahrscheinlich viel mehr Hintergrundinformationen und ich habe mir viel mehr Informationen abgespeichert. Und wenn es dann irgendeinen Fehler gibt, dann hilft mir dann diese größere Menge an Hintergrundinformationen, um zu prüfen, okay, an was könnte es noch liegen, was sind all die Abhängigkeiten, die in diesem Punkt zusammenkommen. Und dann prüfe ich relativ schnell, okay, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein, oder das könnte es auch noch sein, das müssten wir zuerst noch ausschließen, und gehe vielleicht, sagen wir so, die Ursache des Fehlers ist nicht immer dort, wo man den Fehler sieht. Sehr häufig ist die Ursache etwas an einem anderen Ort, und weil ich wahrscheinlich diese Zusammenhänge schon etwas klarer bei mir von Anfang an im Kopf habe, muss ich etwas weniger lange suchen, wo sie denn sein könnten, wenn sie nicht am offensichtlichen Ort sind. Also am offensichtlichen Ort, dann finden sie in der Regel alle. Ja. Aber die schwierigen Fehler sind dort, wo es eben nicht offensichtlich ist. Und da habe ich dann noch eine Idee mehr, wo man auch noch suchen könnte. Oder vielleicht auch eine Idee, dass man jetzt nicht zu viel Energie im offensichtlichen Bereich zuerst verbrauchen muss, weil häufig sind ja nicht alle für alles zuständig. Und ich kläre dann immer zuerst, ja, ist der Fehler überhaupt dort, wo ich oder wo mein Team zuständig ist? Weil es bringt ja nichts, wenn wir zu viel Aufwand betreiben, wenn die Ursache gar nicht bei uns ist. Und andere, die fokussieren, okay, es ist sowieso bei mir, er ist bei mir, ich muss bei mir suchen. Und ich mache sehr umgekehrt. Ich schaue zuerst, ist das wirklich bei uns?
ist das nicht irgendwo anders und dann können wir den nämlich wieder abgeben und Problem gelöst. Also nicht gelöst total, aber gelöst einmal für uns. Weil wenn es gar nicht bei uns ist eigentlich jede Minute, die wir investieren, ist eigentlich eine schlecht investierte Minute. Mhm. Ja, also total wertvoller Skill auch in einem Projekt natürlich, das auch so entscheiden und da vorwärts gehen zu können, finde ich echt klasse. Jetzt bist du ja nicht alleine in deinem Job, sondern hast ja auch Kollegen. Wissen denn die Bescheid? Und wenn ja, was habt ihr euch denn da für einen Umgang vereinbart? Ja, da musste ich ein wenig einen Weg finden, was da für alle am besten passt. Weil ich habe gemerkt, das Thema Autismus, das, das kann zum Teil andere Menschen auch überfordern. Und das bringt dann auch niemandem etwas. Oder es müssen ja auch nicht alle dann Experten im Thema sein. Das bringt auch niemandem etwas. Und ich musste da ein wenig herausfinden, wo ist wie viel Information sinnvoll. Aber für mich habe ich herausgefunden, dass erstens schaue ich, dass ich eben nicht mit zu vielen Kollegen sehr eng zusammenarbeite, dass nicht zu viele da betroffen sind. Und die sind das vielleicht irgendwie vier, fünf Leute, wo ich doch regelmäßig zusammenarbeite, die wissen aber Bescheid. Und den habe ich nicht so alles erklärt, was Autismus ist, aber vor allem der soziale Teil, da habe ich schon versucht, das ihnen zu erklären, weil das ist das, was sie auch am meisten mitkriegen. Eben, dass ich mich direkter ausdrücke, dass ich mich weniger empathisch ausdrücke, dass ich zum Teil dann praktisch keinen Smalltalk mache, dass ich vielleicht manchmal irgendeinen Scherz nicht verstehe. Das merkt man, wenn man zusammenarbeitet. Und wenn man das nicht einordnen kann, dann wirkt es dann irgendwie komisch. Und dann haben sie das Gefühl, der mag mich nicht. Deshalb, weil in der Regel ist das wahrscheinlich, man spricht nicht darauf an, wenn man eine Person nicht mag. Das ist so wie ein Zeichen der Ablehnung, ohne es direkt zu sagen. Aber ich spreche nicht darauf an, weil ich es nicht verstanden habe. Und das ist dann schon noch wichtig, dass sie das irgendwie einordnen können. Okay, der verhält sich jetzt anders, aber das ist, weil er anders funktioniert und nicht, weil er uns nicht mag. Und entsprechend ist mir der Teil schon wichtig, dass wer etwas enger mit mir arbeitet, sollte schon sagen, mein anderes soziales Verhalten etwas kennen, weil es sonst halt einfach unangenehm werden kann und es führt dann zu vielen Missverständnissen und es ist dann nicht wirklich Vertrauen da und sie fühlen sich dann vielleicht verletzt, dass das gar nicht meine Absicht war, und das hilft dann niemandem. Mhm. Und welchen Umgang wünschst du dir mit dem Thema selbst, so auch im direkten Kontakt? Also am wichtigsten ist mir, dass mich die Leute mal so akzeptieren, wie ich bin. Halt auch wenn ich anders bin, aber dass das jetzt einfach mal so ist, das ist nicht per se jetzt schlecht, aber einfach mal anders. Und Mitleid, das kann ich mir nicht viel kaufen. Oder wenn man jetzt schaut, ja gut, der muss jetzt da, geben jetzt nur noch die einfachen Aufgaben und der muss jetzt nur noch irgendwo, weil häufig hat man dann vielleicht das Gefühl, weil er das eine nicht kann er das andere auch nicht. Und das ist mir schon wichtig, dass ich zwar gewisse Sachen schon weniger gut kann, aber andere eben vielleicht sogar besser. Ja. Und dass man versucht, das ein wenig zu verstehen und das, was ich gut kann oder vielleicht sogar besser, dass man das auch nützt und vielleicht auch die Vorteile sieht und idealerweise das sogar schätzt und dann gleichzeitig etwas tolerant ist, wenn ich eben vielleicht im sozialen Bereich dann vielleicht nicht der Beste bin und jetzt nicht noch die Miete leiten kann, dass ich dann vielleicht ein gutes Dokument für die Argumente erstellen kann, aber die dann vielleicht nicht noch selbst präsentieren kann, dass es dann, das bringt dann wenig, das bringt dann auch vielleicht dem Team weniger, weil wenn man schlecht präsentiert, dann kommen die Argumente dann auch schlecht rüber. Vielleicht ist es besser, wenn das dann jemand präsentiert.
der oder die kommunikativ besser ist, weil das halt ein entscheidender Faktor ist bei der Präsentation. Ja. Ja, sehr interessant. Robert, also ich finde das ganz wunderbar, dass du das hier im Podcast geteilt hast, deine Geschichte, dein Leben, dein Alltag auch in dem ganzen Software-Testing und da mal auch ein Bewusstsein dafür jetzt hier auch bei uns in der Community schaffst. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, für diese Einsichten, auch dass wir uns kennengelernt haben und wünsche dir alles Gute für die Zukunft und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Ja, ich danke dir, dass ich da mitmachen durfte. Dankeschön.